Es ist die Angst, die unser Leben miserabel macht. Ich möchte, dass du diese eine Sache verstehst. Wir erzeugen unser Leiden selbst. Vielleicht ist es dir das schon bewusst, bei den meisten Menschen ist es aber nicht so. Sie denken, dass immer jemand anders der Grund ist, warum sie geärgert und schlecht drauf sind. Aus Erfahrung kann ich dir halt sagen, dass fast jede Angst, die ich hatte, sich am Ende bewahrheitet hat. Wir sind uns den meisten Ängsten, die wir haben, nicht mal bewusst. Was helfen würde, ist zu verstehen, wie unser Unterbewusstsein funktioniert und was für Ängste wir haben. Weil wenn wir unsere unbewusste Verhaltensweisen nicht einmal erkennen, wie zur Hölle sollen wir sie ändern? Die Sache ist, wenn wir unsere unbewussten Funktionen nicht verbessern, werden sie unser Leben miserabel machen. Zum Beispiel Verlustangst bringt Verlust. Angst, dass dir irgendwas passieren wird genau das erzeugen. Die meisten Menschen nennen es Schicksal oder beschuldigen sie die Außenwelt, weil sie nicht wissen, was in ihnen abgeht. Das heißt aber nicht, dass 100% von dem, was dir passiert, immer von dir aus entsteht. Wenn wir Kinder sind wir extrem unbewusst und wir lernen halt durch Imitation und nehmen alle Informationen wie ein Schwamm ein. Das heißt, dass unsere Programmierung unbewusst entstanden ist und die Ängste deines Umfelds wurden auch deine Ängste. Der erste Schritt, um deine Angst zu reduzieren, ist zu realisieren, wie du in der Vergangenheit programmiert worden bist. Es gibt 6 grundlegende Ängste, die das Leben eines Menschen beherrschen. Die Angst vor Schmerz, die Angst vor Kritik, die Angst vor Armut, die Angst vor Ablehnung, die Angst nicht geliebt zu werden und die Angst zu sterben. Diese Ängste sind die Hauptursachen für das Leiden der Menschen. Wenn du Angst hast, dein Geld zu verlieren, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du dein Geld verlieren wirst. Angst ist wie ein Magnet. Du ziehst das an, was du nicht willst. Mach mal ein Experiment. Versuche für 10 Sekunden nicht an einen roten Pinguin zu denken und schau mal, was passiert. Du wirst merken, dass der Verstand doch an diesen roten Pinguin gedacht hat. Unser Geist fokussiert automatisch auf das, was wir nicht wollen. Wenn wir eine Angst haben, fängt unser Verstand sich unendliche Szenarien über die Situation zu überlegen, aber die Wahrheit ist, dass wir nicht wissen können, was passieren wird und so entsteht ein innerer Konflikt, weil wir durch die Angst unbedingt wissen wollen, was für Gefahren entstehen können und gleichzeitig ist es aber nicht möglich herauszufinden, welches von diesen Hunderten von Szenarien sich realisieren wird. Und das ist der Grund, warum wir durch die Angst leiden, weil wir nicht loslassen können und nicht akzeptieren können, dass wir nicht äußere Umstände kontrollieren können. In dem Moment, wo wir aufhören zu spekulieren und einfach alles annehmen, was kommen wird und halt das Beste rausmachen, ist auch der Moment, wo wir endlich uns freier und entspannter fühlen werden. Das Ziel ist, dich auf die Sachen zu konzentrieren, die du wirklich haben möchtest. Das heißt, auf deine Gesundheit zu achten und nicht dir ständig Sorgen über verschiedene Krankheiten zu machen. Und wenn du zum Beispiel Urlaub machst, dich auf die schönen Erlebnisse einzulassen und nicht über alle möglichen Gefahren dir Gedanken zu machen, weil so wirst du deine Zeit nicht wirklich genießen können. In anderen Worten, je mehr Angst du hast, desto weniger kannst du dein Leben wirklich leben. Es ist so, als ob du Vollgas geben möchtest und gleichzeitig auf die Bremse drückst. Also lass die Bremse los und lebe. Die Methode, um deine Angst effektiv zu reduzieren, ist die folgende. Immer wenn die Emotion der Angst in dir getriggert wird, lenke dich nicht ab und versuche auch nicht die Situation zu vermeiden. Spüre total die Emotion, solange du kannst, konzentriere dich auf dieses Gefühl und beobachte, was in dir passiert. Wenn du diesen Prozess mehrmals durchgehst, wirst du erfahren, dass deine Reaktion bei den gleichen unangenehmen Situationen sich geändert hat und dass die Stärke der Angst sich stark reduziert hat. Ich hoffe, du wirst an dir arbeiten. Bis zum nächsten Mal.